4 wichtige Infos vorab. To all my English friends out there, I wrote English subtitles for this video, so make sure to turn them on. I'm aware that it's annoying to read text for 20 minutes, but you do it while watching anime, so you can do it here as well. Zweitens, beim Aufnehmen der Audiospur hat mein Noise Gate ein paar Probleme gehabt, weshalb die Audio im Video nicht so klar ist, wie ich sie gerne hätte. Im nächsten Video ist das Problem wieder behoben, keine Sorge. Drittens, ich frage ungern nach Likes und Kommentaren, da es mich selbst nervt, dass YouTuber das immer machen. Jedoch würde mich ein Kommentar über den neuen Schnittstil sehr erfreuen. Bevorzugt ihr dann den neuen oder soll ich wieder den alten von den Storytelling-Videos nehmen? Zu guter Letzt, im Community-Tab läuft zur Veröffentlichung dieses Videos eine Umfrage, ob Part 2 in Deutsch mit englischen Untertiteln oder Englisch mit deutschen Untertiteln veröffentlicht werden soll. Diese Umfrage gab es bereits für dieses Video, aber da konnten sich meine Zuschauer nicht entscheiden. Und somit enjoy the video. Oh geil, Angst. Etwas, das der Durchschnittsmensch als eine negative Emotion empfindet. Natürlich gibt es noch einige Leute, die mögen es, Angst zu verspüren, weshalb Horror ein wichtiger Part in der Filmindustrie ist. Angst verspüren wir aber nicht nur wegen einer gewissen Sache. Jeder Mensch verspürt Angst anders. Während Person A in einer Folterkammer sitzen kann, eine verrottete Leiche ihn interviewt und sie dabei nicht mal Gänsehaut bekommt, kann Person B schon Panik bekommen, wenn jemand das Licht ausmacht. Das bin meistens ich. Ich bin Person B. Ich besitze wie jeder andere Mensch meine Ängste. Beispiele sind Klaustrophobie, Aklophobie und Thalassophobie. Ich habe sie wahrscheinlich absolut falsch ausgesprochen, aber fuck it. Während enge Räume bei mir keine Panik auslösen und manche sogar echt cozy sein können, ist bei mir die Angst von der Unbeweglichkeit und vom Feststecken ein großer Fall, weshalb das Video Man in Cave von Internet Historian sehr schwer anzuschauen war. Subnautica ist ein Spiel, das eigentlich sehr schön aussieht. Und die Leute, die mich lange verfolgen, wissen auch, dass ich dieses Spiel mal gespielt habe. Aber einfach der Fakt, dass 80% des Meeres noch unerkundet ist, und wenn man sich mal anschaut, was unten für Kreaturen rumschwimmen, muss ich, glaube ich, nicht mehr erklären, warum man mich niemals auf einem Boot sehen wird, sondern ich meine Cocktails eher am Strand genießen werde. Und die Angst vor der Dunkelheit ist auch situationsbedingt. Wenn ich in meinen eigenen 4 Wänden bin, sitze ich ganz gerne mal in einem dunklen Zimmer. Nur dafür, dass mir das Word-Dokument meine Netzhaut zerstört. Aber dann, wenn es gerade stockfinster ist, existiert die Angst, nicht mehr alleine in der Dunkelheit zu sein. Nun, ist das eine gute Kombination, um mit jemandem befreundet zu sein, der dich alle 12 Stunden auf eine Horror-Map mitnehmen möchte? Nein, aber manchmal habe ich gerade so genug Kraft, um mich durchzukämpfen. Die Mut, ein Horrorspiel zu greifen und zu sagen, ja, das spiele ich jetzt. Outlast und Outlast Whistleblower sind meiner Meinung nach grandiose Spiele. Gejagt durch dunkle, enge Flure kombiniert man 2 Ängste perfekt. Aber, bewaffnet mit einer Videokamera, kann man mit ein wenig Batteriemanagement die Dunkelheit entfernen. Womit selbst ich als Hosenscheißer alle Teile durchspielen konnte. Nun gibt es noch Taschenlampen in Horrorspielen. Sie geben ein kleines Fältchen an Licht. Aber ich habe etwas an euch Developern zu sagen. Warum ist jede Taschenlampe so schwach? In Outlast ist wenigstens mein ganzer Bildschirm erhellt. Und Markiplier hat uns auch schon demonstriert, wie stark Taschenlampen heutzutage sein können. I mean, look at it. Also, warum hat jeder Protagonist eines Horrorspiels eine Taschenlampe, die von Wish bestellt wurde? Wenn meine Taschenlampe alle 3 Minuten ausgeht, kaufe ich mir eine neue. Beim VR-Spielen ist das Nachfüllen einer Batterie meistens durch ein Schütteln ersetzt. Oder eine Waffentaschenlampe, welche permanent Licht ausstrahlt. Und ich bemerke gerade, wie dumm es aussieht, wenn ich diese Bewegung mache. Die Schüttelmechanik wird zum Beispiel in The Walking Dead Saint Sinners benutzt. Ein kleiner Lichtkegel hilft dir dabei, dich durch die dunklen Gänge zu bahnen. Und während in Teil 1 die Taschenlampe hauptsächlich für Gebäude genutzt wird, dachte sich Skybound Entertainment, Menschen mit der Angst vor der Dunkelheit nochmal richtig eine reinzuwürgen. Wie sie das geschafft haben, ist leicht zu erklären. In The Walking Dead Saint Sinners 1 wachst du morgen auf, akzeptierst deine Mission am Radio oder am Sarg, begibst dich zu deinem Boot, erfüllst deine Mission und fährst wieder nach Hause, wo du dann in der Nacht deine Mission abgeben kannst.
Für ein paar kleine Szenarios auf dem Friedhof und das Ende war es wichtig, dass die Tageszeit Nacht ist. Aber Zombies sind doch gar nicht so gruselig am Tag, oder? Man kann sie von weiter Entfernung ankommen sehen. Und da es sich um das The Walking Dead Franchise handelt, gibt es nicht immer Sprinter für einen Überraschungseffekt. Also wie wäre es mit Zombies? Aber in der Nacht. Es ist dem Spiel auch nun möglich, nicht nur tagsüber looten zu gehen, sondern auch in der Nacht. Dazu gibt es einige Features und Items, die nur nachts erhältlich sind. Eine Handelsgruppe an Überlebenden, welche dir Bestellungen geben, sowie Items, die nachts über mit der UV-Taschenlampe erhellt werden, aber auch nur nachts über spawnen. Diese Items werden dann für die 2 neuen Werkbänke zu Hause benötigt. Aber nein, ich habe viel zu viel Angst davor. Ich halte mich einfach an meinen alten Tagesrhythmus. Um genau solche Spieler nochmal zu bestrafen, gibt es Missionen, die nur nachts erhältlich sind. Und wenn man mit der Story fortschreiten möchte, ist dies eben etwas, wo wir uns durchzwingen müssen. Während in The Walking Dead Saints sind... Das ist so ein Beschiss. Während The Walking Dead Saints and Sinners 1 nur eine kurze Story besaß, wird durch die Nachtmissionen von Saints and Sinners 2 die Spielzeit ordentlich verdoppelt. Das könnte aber auch nur an mir liegen, da ich in einem überraschend langsamen Tempo mich bewege, sobald die Sonne nicht mehr scheint. Aber beginnen wir doch lieber am Anfang der Story. Wer mein TWD1-Video nicht sehen möchte, hier ein kleiner Recap. Hallo, ich bin Mama, Leiterin des Turms. Ich bin böse. Ich hasse böse. Du musst sterben. Fick dich. Ich töte deinen Ehemann. Wehe, ich flüchte mit dem Schlüssel zum Magazin. Oh nein, ich möchte ins Magazin. Hallo, ich möchte ins Magazin. Ich habe eine Idee, wo der Militärbunker namens Magazin sein könnte. Du bist ein alter Sack. Wir brauchen Hilfe. Hello. It's me. Malaria. Wahoo. Du bist alt. Du stirbst. Bang, bang, bang. Ich bin tot. Bau das Radio. Hello Radio. Henry ist tot. Du bist der neue Henry. Hier ist der Schlüssel. Ich gehe. I will go to church. Meine Tochter ist tot. Ich töte euch alle. Bang. Wir fangen mit derselben Introfrequenz wie in Teil 1 an. Henry erzählt uns, was für ein Troublemaker wir sind und dank uns die Stadt nun in Chaos verfallen ist. Hier bekommen wir auch neue Charaktere gezeigt. Father Carter, Sable, Femboy, Unwichtig und zu guter Letzt die X-Men. Angeteasert im Aftershocks DLC durch eine UV-Lichtzeichnung und im Trailer als Antagonist erklärt, zeigt sich dieses Monster dem Spieler zum ersten Mal. Und nun kommen wir zu dem Thema, was ich ansprechen möchte. Der X-Man ist eine mysteriöse Gestalt. Eine Anspielung an einen wahren Serienmörder aus New Orleans im Jahre 1911 bis 1919. Bis heute ist die Identität vom X-Man unbekannt. Der X-Man war bekannt hauptsächlich Lebensmittelhändler mit seiner eigenen oder mit den Äxten der Opfer, sie im Schlaf zu erschlagen. Rücksicht vor Geschlecht oder Alter hatte er nicht, da auf seiner Opferliste ebenso oft die Ehefrauen und die Kinder der Familie standen. Der Gedanke, dass so eine Figur nun in meinem Spiel rumlaufen wird, darauf habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Bock. Noch haben wir ihn aber nicht getroffen. Also müssen wir uns noch keine Sorgen machen. Nach unserer Traumreise wachen wir in einem Hotel auf. Wir sind wohl mit einer Gruppe unterwegs gewesen, welche aber nun alle verstorben sind, da Zombies uns überrannt haben. Aber gut, ich meine, wer bei so einem Touch direkt verreckt, da sollte ich mich eigentlich eher fragen, wie die so lange überlebt haben. Schnelle Flucht und ein Gespräch mit Father Carter lässt uns wieder nach Hause reisen. Das Zuhause ist nun um einiges gewachsen. Der Tourist hat wohl herausgefunden, wie man eine Notfalltür vom Bus öffnet. 2 neue Werkbänke und ein neues Lager, wo wir nun auch schlafen werden. Am nächsten Tag finden wir im Bus eine Notiz, dass wir uns im Magazin treffen sollen. Hier lernen wir Sables, Femboy und Unwichtig kennen. Eine Revolution gegen Mama, die Leiterin des Turms. Sie benötigen unsere Hilfe, den Turm zu stören, da der Tourist bei jedem, und ich meine jedem, bekannt ist. JB, der alte Leiter der Zurückgeholten, ist verschwunden. Aber eine letzte CD, die noch unveröffentlicht ist, soll bei einer Radiostation abgespielt werden. Davor erhalten wir vom Femboy ein Walkie-Talkie, das uns erlaubt, Signale rumzusenden. Angekommen wandern wir durch ein neues Areal, um die Radiostation zu finden. Viele Tower-Soldaten sind zwar vorhanden, aber das sollte uns nicht stören. Naja, sollte uns nicht stören, wenn die Waffen mal funktionieren würden. Stealth ist wichtig, sobald wir das Haus betreten, denn wir wollen nicht, dass der Turm von unseren Plänen irgendwas mitbekommt. Fuck. Aber noch haben sie nichts Schlimmes getan. Wir können die CD immer noch abspielen lassen. A premonition. Wow. Mission gescheitert. Leider müssen wir das der Revolution mitteilen. Sie sagen, sie kümmern sich um eine andere Idee. Und in der Zeit sollen wir einfach die Eier schockeln.
Dabei lernen wir den Pfandkönig kennen. Er ist ein wichtiges Mitglied des überlebenden Handelnetzwerks, wo Informationen und Güter getauscht werden. Sunny verlangt, dass wir für ihn in ein Aufnahmestudio gehen. Dort sollen wir eine Batterie besorgen. Es war wohl ein altes Ressourcenlager von Henry und da er nun tot ist, sollen wir einspringen. Ich habe den Fehler gemacht und bin in der Nacht in die Mission gegangen. Hier sieht man auch, wie schreckhaft ich eigentlich bin. Oh, Jesus! Code für die Tür erhalten, betreten wir das Musikstudio. Und auch wenn einige Zombies uns das Leben schwer machen, sollten wir keine Probleme haben. Es sei, es kommt auf einmal... Battery eingepackt. Prima. Oh! X-Men! Hi! Ich hab vergessen, dass du hier bist. Darf ich das anmerken? Ich hab... Ich wirke in diesem Video noch recht entspannt. Aber auch nur, weil dies mein zweiter Playthrough ist. Zuschauer meines Twitch-Kanals wissen aber, wie ich beim ersten Playthrough in voller Angst nur am Zittern war. For now, I will let you live, Dankeschön. but only for as long as it amuses me. Du bist ein Psychopath. Wow! Und somit ist der X-Men freigesetzt. Er selbst erklärt sich wie Mr. X oder Nemesis aus der Resident Evil-Reihe. Eine unbesiegbare AI, die durch die Maps roamt und alles tut, um dich zu ermorden. Und von hier aus beginnt der Horror. Jeder, der Resident Evil gespielt hat, weiß, welche Panik man verspürt, sobald der Gegner erscheint. Nun stellt euch das in VR vor, wo euer Gegner wortwörtlich 2 Köpfe größer ist als ihr. Die nächste Mission leitet einen zum Pfandkönig. Dieses Mal reden wir mit Sunnys Tochter Desiree. Sie möchte, dass wir in Via Corolla ihre Mutter finden. Last I heard, she was in Via Corolla, the exile camp. So go at night. Ja, danke, du bitte. What the fuck passiert hier? What? What? Wer läutet die Glocken jetzt schon? What the fuck? Aber irgendwas stimmt hier nicht. Es läuten bereits die Glocken. Etwas, das erst passiert, wenn man zu lange auf einer Map war. Dazu hören wir viele Schüsse und... Der X-Men ist auch hier. Fuck. Schon fühlt sich jeder Schritt unsicher an. Und wie sich herausstellt, hat der X-Men einen Plan. Er baut große Glocken in der Welt auf, um diese Areale mit Zombies zu überfluten. Es ist bereits mit Old Town passiert und nun ist auch Via Corolla betroffen. Das ist ein Problem. Ein sehr großes. Wie ich euch sagte, das Spiel ist sehr gut darin, Dunkelheit und eine Bedrohung zu kombinieren. Tagsüber fühlt man sich noch ein wenig kraftvoll, aber Desirees Missionen finden alle immer in der Nacht statt. Die nächste Mission zum Beispiel findet in einer Highschool statt. Wir brauchen Sprengstoff für den X-Men und eine Frau namens Whistles berichtet uns, wenn wir diesen Sprengstoff haben wollen, müssen wir ihren Freund Maxwell suchen. Diese Mission kann nur in der Nacht stattfinden, also... Yay? Ist ja nicht so, als würde ich mich schon genug gruseln. Überall sind Gegner aufzufinden, ob lebendig oder untot. Es steht fest, die Schwierigkeit ist gestiegen. Das finde ich auch eigentlich ganz gut. Aber jetzt, wo Garrick mir an den Arsch hängt, muss ich mir meine Emotionen eigentlich sparen. Wir sollten nun Maxwell aufsuchen. Schließlich wissen wir nicht, was die Leute vorhaben, die ihn in Gefangenschaft genommen haben. You shattered my family to serve yourself. Demolished by your own devices. Danke, Spiel. Ich habe gerade angefangen, mich sicher zu fühlen. Aber das könnte auch nur eine Falle sein. Vielleicht wollen die Zurückgeholten, welche by the way denken, dass der Tourist schuldig ist am Verschwinden von JB, mir Angst einjagen. Ich meine, Garrick ist nicht hier. Und die Zurückgeholten musste ich abschlachten. Tja, auf diesen dummen Trick falle ich nicht mehr Ich kann das nicht. Jedes Mal, wenn ich denke, ich wäre sicher, schlagt mir dieses Spiel ins Gesicht. Mein Körper zittert, meine Psyche ist im Eimer. Ich habe bei meinem ersten Playthrough diese Mission 7-mal neu anfangen müssen, da ich mich einfach nicht hineingetraut habe. Aber gut, das sollte es erstmal mit Desirees Mission gewesen sein. Sable sagt uns, Mama ist uns auf den Fersen, weshalb wir uns mit unseren Plänen beeilen müssen. Sable, du hast mich bisher noch nie enttäuscht. Und ich bin mir sicher, dass deine Mission, einen Bolzenschneider zu besorgen, mir keine Angst einjagen wird. We get bolt cutters. We can hack off the locks quietly and swipe what we need. Echo's got a lead on where he can find them. There's an exile in the French Quarter, Patricia. She's got access to some pretty rare stuff, but she won't deal with me because I was reclaimed. She says JB was a charlatan.
Das Handelsnetzwerk findet doch nur in der Nacht statt und du möchtest, dass ich den Bolzenschneider von jemand anderen hole im Handelsnetzwerk? Fuck!